So, jetzt bin ich am Hafen wieder und in 2,5 Stunden geht das Schiff. Jetzt kommt die große Aktion, das Ding zu verladen. Hier muss man jetzt noch mal, warum geht es nicht an? 12, 15, also 3 Euro bezahlen, um hier reinfahren zu können. Keine Ahnung. Und die Jungs, die mir helfen, das zu verladen, wollen wahrscheinlich auch noch mal was haben. See? Ah ja, no possible. No. Cuando ella va a salir, ahí reembarca, porque ahí está cerrado el camino. Más vete a mirar tú mismo. Okay. Él habla ahora no. ¿Cuándo vas a embarcar? Él habla ahora no porque camino será. Ah, ya, el gran Diego para el lunes. No, hoy. Hoy sale Lucho. Sí, Ajá, hoy día pues. sí, Hoy día quieres ir. ya. Ven por acá. Por acá ven. Sí, pero él habla ahora no posible. Por acá ven. Déjale, paso. Okay. Hay más, hay más. Ya te tiene despacio ahí ya. Sí, te lo va a meter. Erzählt jeder was Te anderes. lo va a meter. Ya están ahí. Wir räumen jetzt das Schiff um, damit ich da noch drauf passe, und da bin ich gespannt. Heute steht die zweite Bootsfahrt an. Von Iquitos, der größten Stadt der Welt ohne Straßenanbindung, geht es über den Amazonas ins Dreiländereck Kolumbien, Peru, Brasilien. Auch dieses Dreieck ist nicht mit Straßen mit der Außenwelt verbunden. Ihr habt gesehen, in Iquitos am Hafen war alles ein bisschen chaotisch. Aber nachdem das Bike verladen war, sind wir irgendwann in der Nacht losgefahren. Das neue Boot war nicht so dreckig und auch viel kleiner als das erste von Pucallpa nach Iquitos. Aber es waren brutal viele Passagiere auf dem Passagierdeck und da war es brutal voll. Es war so, als ich geschlafen habe, hat einer an meiner Schulter gelehnt und der andere auch. Und wenn sich einer bewegt hat, hat sich das ganze Deck bewegt. Und Leute saßen auch auf dem Boden und haben auf dem Boden geschlafen, vor allem kleine Babys haben da gespielt. Also es war wirklich brutal voll, extrem. So, die erste Nacht ist um. 2-mal haben wir gehalten, ich musste immer rausgehen. Ich gucken muss, dass die mein Moped nicht vom Boot schmeißen oder, was heißt vom Boot schmeißen oder andotzen und so, weil sie da rumräumen und keine Ahnung, wenig Rücksicht nehmen, sage ich mal. Aber jetzt lichtet es sich hier. Viele Leute gehen. Ja. Und ich werde jetzt gleich wieder aufstehen müssen und gucken, was die mit meinem Moped machen. Da ist so ein Boot geladen und da haben sie gesagt, das geht heute Morgen runter. Es kann sein, dass es jetzt runtergeht, da muss ich mal gucken. Und es war so, dass das diesmal genau an der Kante stand. Also es war vielleicht 30 Zentimeter Platz, bis das Wasser anfing. Und es war so, dass da so ein Tuk-Tuk geladen war. Das war so schräg aufgeladen. Und genau dahinter stand mein Motorrad. Also wenn das irgendwie einen Ruck gibt und das Tuk-Tuk rutscht, dann schiebt es mein Motorrad ins Wasser und im Amazonas, dann ist es weg. Deswegen war ich immer sehr beunruhigt. Ich habe es dann noch so festgebunden, aber das hält halt nichts. Ja, wenn es abreißt, reißt es ab. Und das Boot hat dann mehrmals in der Nacht irgendwo angehalten und Leute sind rauf und runter und Ladung auf und ab. Und da musste ich halt jedes Mal aufstehen und nach meinem Moped gucken,
dass das nicht beschädigt wird oder vom Boot geworfen wird. Das heißt, ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. Und es war dann immer so, wenn es angehalten hat, dann aus der Hängematte raus, auf allen Vieren, unter den ganzen Hängematten hindurch, darunter an den Hühnern vorbei, dann da stehen, todmüde und dann wieder hoch. Und dann, wenn es das nächste Mal hält, aufwachen. Du weißt ja auch nicht als Tourist, wann das hält und so. Das sagt ja auch keiner. Jeder packt jetzt mein Moped an. Und es steht ja wirklich genau an der Kante. So, das hier ist das Boot, das geladen ist. Kann man vielleicht ein bisschen erkennen, ist ein bisschen schwierig jetzt. Und ich glaube, das geht jetzt runter. Schlafen habe ich jetzt nicht besonders viel, weil ich immer gucken musste. Aber gut. So, jetzt ziehen sie hier das Boot runter. Also, unglaublich. Da bin ich mal gespannt. Auch diese Fässer hier, die sind mit Benzin gefüllt. Mega schwer. Ahora, Boote? Toneladas. Ya, ¿cómo está, Peter? Es una buena fuerza. Es bueno que acá es tierra, lo cambiaron es tierra. Y es bueno que allá no es esa bola. Tenía esa bola ya joder. No sé. Ahí. Ya le está rayando. Ahí, también vamos. Wow. Ya vamos. Vamos. Otro. Hey, no. Okay. Ja, das ist echt ein Gewicht. Otro. Ya. Vale, voy hinchados. Juntos. Jetzt kann man vielleicht sehen, warum ich so besorgt war. Hier ist das Wasser und hier ist das Tuk-Tuk, also das Mototaxi. Und ja, das fällt vielleicht nicht runter, aber wenn es ein Stück zurückrutscht, dann schiebt es mein Motorrad runter. Entschuldigung, ein bisschen immer noch erkältet. Ja, deswegen, ich habe das dann angebunden, aber wenn es das runterschiebt und das Motorrad fällt, dann reißt das Seil einfach. Also das behält natürlich nichts. Deswegen war ich dann immer sehr besorgt. So, jetzt ist es wirklich angenehm, wie eine kleine Kreuzfahrt. Nur ein bisschen lauter,
weil es sind jetzt nicht mehr so viele Leute da. Also in diesem einen Insel sind so die Hälfte ungefähr gegangen. Jetzt ist es so, sieht immer noch voll aus, aber es ist sehr angenehm. Und es ist sehr luftig, viel luftiger als auf dem anderen Schiff. Und wir halten dauernd an irgendwelchen kleinen Inseln. Und da kommen dann irgendwelche Frauen, die verkaufen Eis, selbstgemachtes oder irgendwelche Früchte, die ich noch nie gesehen habe, für 1 Zoll. Und das ist echt sehr angenehm jetzt, muss man sagen. Schönen guten Morgen. Die zweite Nacht ist um und wie man sieht, ist es leer, hat sich gelichtet. Und zwar in dieser Stadt, wo wir jetzt sind. Ich glaube, wir fahren jetzt gerade ab, aber wir sind hier ein paar Stunden gewesen. Buenos Dias. Und da steht mein Motor. Ich glaube, die Sirene ist das Zeichen, dass wir abfahren. Ja, gut geschlafen heute, muss man sagen. Es ist einfach angenehm, wenn man nicht Schulter an Schulter mit Leuten liegt. Es war dann doch wieder recht voll heute Nacht bis eben hierher. Waren halt einige Babys und so, die ein bisschen geschrien haben, aber wenn ich mal schlafe, dann schlafe ich. Es gab jetzt schon Frühstück, es wird hier immer rumgebracht, nicht so wie in dem anderen. Avena, also Haferflocken, aber immer nur die Milch, also ohne Haferflocken. Wie in dem anderen Schiff. Jetzt ist es nicht mehr weit, aber es kommt halt immer darauf an, wie lange man irgendwo hält. Jetzt sind wir gleich da, knappe Stunde noch. Ich hoffe, man kann mich hören, ist ein bisschen windig. Ich gehe mal hier hin. Und das ist witzig, weil die eine Amazonas-Seite ist Kolumbien und die andere Amazonas-Seite ist Peru. Und wenn ich jetzt hier rausgucke, das ist Kolumbien quasi. Sieht genauso aus. Und die andere Seite ist Peru. Kräne für das Motorrad gibt es nun keine mehr. Also habe ich mit ein paar Leuten zusammen das Motorrad bei 35 Grad vom Schiff gewuchtet. Dann war ich angekommen im Dreiländereck. Das Problem ist, die peruanische Stadt befindet sich auf einer Insel im Amazonas. Und Letizia, Kolumbien und Tabatinga, Brasilien, ist auf der anderen Seite vom Amazonas. Und nun besteht die Aufgabe darin, das Motorrad auf die andere Seite des Amazonas zu bekommen. Wie das weitergeht, erzähle ich im nächsten Video. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Kalender nun alle verschickt sind. Also alle, die bestellt haben, sollten einen Kalender bekommen haben. Ihr könnt aber noch bis 1.1. bestellen. Das heißt, danach haue ich noch mal eine Bestellung raus, wenn ihr noch einen Kalender wollt. Und dann noch einmal der Hinweis auf die Weihnachtsaktion bei Insta360. Ihr könnt bis zu 48% sparen. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Alle Links sind wie immer in der Videobeschreibung und mit dem Kauf sowohl einer Kamera oder Zubehör oder eines Kalenders unterstützt ihr mich. Apropos Unterstützung, vielen Dank an Anke. Ich plane an Weihnachten noch mal ein Video rauszubringen. Ich wünsche euch aber schon mal schöne Feiertage. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, euer Ruti. Auf Wiedersehen.